Leute, es gibt endlich News zur Cannabis-Legalisierung. Und, so viel kann ich euch verraten, sie werden euch wahrscheinlich nicht gefallen. Noch vor wenigen Monaten hat uns Finanzminister Christian Lindner persönlich ziemlich hochgehypt. Wann bubert's legal? Ich würde sagen, bald. Und Justizminister Marco Buschmann hat sogar einen konkreten Zeitplan vorgelegt. Mein persönliches Ziel ist, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können. Nächstes Jahr also. Wenn sogar der Justizminister das sagt, dann wird es doch wohl stimmen. Dann kann es ja jetzt losgehen. Oder? Aber tatsächlich ist es so, die Aussage 2023 kann man legal einen Joint rauchen, das ist eine Aussage, die nicht mehr zutreffen wird. Was? Warum muss jetzt die SPD-Cannabis-Expertin den Justizminister zurückpfeifen? Hat die Ampel sich da etwa nicht abgesprochen? Tatsächlich gibt es da gleich mehrere Probleme, die die Legalisierung verzögern könnten oder an denen sie vielleicht sogar komplett scheitern könnte. Ich erzähl's euch. Ich bin bei der Recherche für dieses Video auf ein paar spannende Dinge gestoßen, die für die Legalisierung ganz schön problematisch werden könnten. Und ich habe die Bundesregierung damit konfrontiert, warum sie die nicht auf dem Schirm hat. Zuerst müssen wir aber kurz checken, wie bei der Legalisierung eigentlich gerade der Stand ist. Ihr erinnert euch, die Legalisierung von Cannabis war eine der großen Ansagen im Koalitionsvertrag. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Die Ampelregierung hat dann aber relativ schnell gemerkt, so leicht ist das mit der Legalisierung gar nicht. Da müssen richtig viele Fragen geklärt werden und richtig viele Stellen haben da was zu melden. Marco Buschmann als Justizminister, Karl Lauterbach als Gesundheitsminister und sogar Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, weil klar, irgendwo muss das Zeug ja auch wachsen. Zum Glück gibt es in der Regierung einen, dessen Job es ist, all die Fragen zu beantworten, den Drogenbeauftragten. Und das ist mittlerweile nicht mehr sie hier. Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt. Und auch nicht sie. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Sondern er hier, Burkhard Blinert von der SPD. Im Gegensatz zu seinen Vorgängerinnen ist der Riesenfan der Cannabis-Legalisierung und hat sich deshalb direkt ganz schön ins Zeug gelegt. Im Juni hat er ein sogenanntes Experten-Hearing veranstaltet und innerhalb von ein paar Wochen mit über 200 Leuten aus der ganzen Welt gesprochen, die sich auf dem Gebiet auskennen. Es ging um Gesundheit, Jugendschutz, um Strafen und darum, wer eigentlich legal Gras anbauen und verticken dürfen soll. Vor allem die Regierungsparteien im Bundestag sind mit dem Prozess, den der Drogenbeauftragte gestartet hat, natürlich richtig zufrieden. Der Legalisierungszug ist losgefahren. Und zwar ganz schön schnell. Schon Ende des Jahres will die Bundesregierung einen ersten Gesetzentwurf vorlegen. Über den soll der Bundestag dann im kommenden Jahr entscheiden. Ein ganz schön tougher Zeitplan mit einem großen Ziel. Dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können. Aber ist das wirklich realistisch? Ich habe in meiner Recherche 4 Punkte gefunden, die die Legalisierung deutlich in die Länge ziehen dürften und an denen sie am Ende sogar scheitern könnte. Klar, Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Das wissen wir spätestens seit Marlene Mortler alle. Das Praktische dabei ist, die Bundesregierung kann das ja jederzeit ändern, indem sie es halt legalisiert, per Gesetz. So leicht, so easy. Nur, so einfach wie es klingt, ist es gar nicht. Es gibt da nämlich einige Hürden, die weit über das deutsche Recht hinausgehen und die noch für ganz schöne Probleme sorgen können. Hürde Nummer 1, das Völkerrecht. Da geht es nämlich nicht nur um Krieg und Frieden, sondern eben zum Beispiel auch um Drogen. Seit Deutschland Teil der Vereinten Nationen ist, wurde einiges an Verträgen und Abkommen unterschrieben. Und da ist eins aufgetaucht, das so ziemlich alles verbietet, was mit Drogen zu tun hat. Die sogenannte Single Convention on Narcotic Drugs. Und ernsthaft, da ist wirklich alles verboten. Cultivation, Production, Manufacture, Extraction, Preparation, Possession, Offering for Sale, Distribution, Purchase, Sale, Delivery on any terms whatsoever, Brokerage, Dispatch and Transit, Transport, Importation and Exportation of Drugs. Ziemlich streng also und ganz schön doof, wenn man eben Cannabis legalisieren will. Das Gute ist, ganz ausweglos ist das nicht. Genau genommen gibt es 2 Möglichkeiten, wie Deutschland damit umgehen könnte. Möglichkeit Nummer 1, einfach aus dem Abkommen austreten und dann mit einer Ausnahme wieder eintreten.
Kein Scheiß. Bolivien zum Beispiel hat genau das so gemacht. Die wollten 2012 eine Sonderregel für Coca-Blätter und haben das Game dann genauso gespielt. Ziemlich clever. Das ist ein bisschen so, wie wenn das WLAN mal wieder stresst. Einmal aus, wieder ein und dann läuft's. Das Ding ist nur, wer im nächsten Jahr aus dem Abkommen raus will, muss das immer bis zu einer gewissen Frist tun. Und guess what? Für 2023 ist die schon vorbei. Naja, ich habe mal beim Gesundheitsministerium nachgefragt, ob Deutschland rechtzeitig aus dem Abkommen ausgestiegen ist. Und ich sag mal so, das war durch die Blume ein ganz klares Nein. Zur konkreten Ausgestaltung des Gesetzesentwurfs kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die Klärung spezifischer Fragen, auch im Hinblick auf die europa- und völkerrechtlichen Rahmenbedingungen und Aspekte einer Lizenzvergabe, wird Gegenstand des oben beschriebenen Prozesses sein. Wenn spezifische Fragen erst im Gesetzgebungsprozess geklärt werden, heißt das eben, dass sie noch nicht geklärt sind. Die Möglichkeit, einfach für 2023 aus dem Abkommen auszusteigen, fällt also raus. Das bedeutet aber auch, wenn Justizminister Marco Buschmann sein Persönliches Ziel, erreichen will, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können. dann muss Deutschland das Völkerrecht brechen. Und ja, kein Witz, genau das ist Möglichkeit Nummer 2. Es gibt sogar Länder, die genau das tun. Kanada zum Beispiel. Die haben Cannabis nämlich einfach legalisiert und die Vereinten Nationen regen sich regelmäßig darüber auf. Nur Konsequenzen hat es halt keine. Das weiß auch Carmen Wegge. Sie ist Bundestagsabgeordnete für die SPD, Juristin und in der Fraktion zuständig für die Legalisierung von Cannabis. Nichtsdestotrotz ist Völkerrecht etwas, was man brechen kann, ohne große Konsequenzen fürchten zu müssen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Jeder Jurist, jede Juristin weiß, wenn man Völkerrecht bricht, dann wird man eigentlich nicht sanktioniert. Deutschland könnte also das Völkerrecht auch einfach ignorieren und müsste trotzdem wohl keine großen Konsequenzen fürchten. Die ganz feine englische Art ist das aber nicht, findet zumindest Carmen Wegge. Ich glaube, wir sind eine Nation von Menschen, die sich gerne an Recht und Gesetz hält. Das heißt aber auch, wenn sich Deutschland an das Völkerrecht halten möchte, kann die Legalisierung 2023 nicht kommen, sondern erst frühestens ein Jahr später. Looking at you, Marco Buschmann. Halb so wild könnte man jetzt sagen, wenn sonst alles glatt geht. Das Ding ist nur, das war noch längst nicht alles. Wenn mit den Vereinten Nationen alles geklärt ist, geht es direkt an einer anderen Stelle weiter. Und das könnte noch ein deutlich größeres Problem werden. Da geht es nämlich um die EU. Und das ist Hürde Nummer 2. Vom Schengener Abkommen habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Da steht zum Beispiel drin, dass es keine Grenzkontrolle für euch gibt, wenn ihr kurz nach Frankreich rüberfahrt. Das Abkommen haben inzwischen fast alle EU-Länder unterschrieben und sogar noch ein paar mehr, zum Beispiel die Schweiz. Im gleichen Abkommen steht ein bisschen weiter hinten das hier. Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, die zur Unterbindung des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln erforderlich sind. Und sie verpflichten sich, Die unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmitteln aller Art, einschließlich Cannabisprodukten, sowie den Verkauf, die Verschaffung und die Abgabe dieser Mittel mit verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Mitteln zu unterbinden. na, auch so ein kleines Déjà-vu, erinnert mich so ein bisschen an die Vereinten Nationen. Einfach mal alles verbieten. Natürlich könnte man jetzt sagen, aber wenn Deutschland Cannabis jetzt per Gesetz legalisiert, dann ist es doch gar kein unerlaubter Verkauf mehr, oder? Die einfache Antwort, doch. Das Schengener Abkommen ist nämlich Teil vom EU-Recht und da ist eben nicht einfach legal, was ein Land beschließt. Wenn sich Deutschland jetzt entscheidet, Cannabis zu legalisieren, dann würden wir damit EU-Recht brechen. Die anderen Staaten könnten dann dagegen klagen und das könnte dann zu sowas hier führen. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Deutsche Pkw-Maut verstößt gegen EU-Recht. Kleines Servus nach Passau an dieser Stelle. Das heißt aber auch, selbst wenn Deutschland Cannabis legalisiert, könnte es sein, dass es gar nicht so lange legal bleibt, sondern ziemlich schnell wieder von der EU gekippt wird. Hat die Ampel das nicht auf dem Schirm? Also ich glaube, so ein Scheuermoment 2.0, den wollen wir auf keinen Fall. Und deswegen, genau, diskutieren wir gerade darüber, was sind die Möglichkeiten, wie gehen wir damit um und wie schaffen wir es trotzdem zu legalisieren. Bisher gibt es dafür eigentlich nur eine Möglichkeit. Dafür müsste die EU das Schengen-Abkommen ändern. Und dafür braucht es, klar, eine Mehrheit. Und wie sich die anderen Länder in der EU da entscheiden, das liegt dann schon gar nicht mehr in der Macht der Bundesregierung. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, das kann doch nicht die einzige Lösung sein. Wenn ich nach Holland düse und in Amsterdam einen Abstecher in einen Coffeeshop mache, dann kann ich doch auch in der EU legal Gras kaufen. Oder nicht? Genau genommen, nein. Die Niederlande toleriert zwar den Besitz von einer gewissen Menge Cannabis, erlaubt es aber trotzdem nicht.
Und der Kauf und Verkauf von großen Mengen ist sogar verboten. Coffeeshops beziehen ihr Gras vom Schwarzmarkt, während der Staat zuschaut. Das ist eine fette rechtliche Grauzone. Für die Ampelregierung kommt so eine Lösung nicht in Frage. Deutschland will eine saubere Legalisierung, ohne dass der Schwarzmarkt davon profitiert. Justizminister Buschmann nennt das ein Gesamtkonzept. Wir wollen dafür sorgen, dass wir ich darf es mal so flapsig, den Dealer arbeitslos machen. Wir wollen dafür sorgen, dass sich die Konsumenten auf vernünftige Produktqualität verlassen können. Und wir wollen dafür sorgen, dass eben Missbrauch vermieden wird dadurch, dass wir qualifizierte Verkaufsstellen haben. Also doch der Weg über die EU und über eine Änderung des Schengen-Abkommens, inklusive Risiko, dass das nicht klappt. SPD-Politikerin Carmen Wegge ist trotzdem ziemlich zuversichtlich. Sie sagt, die Stimmung in der EU ist, was die Legalisierung angeht, gerade grundsätzlich positiv. Und wenn man sich mal so anschaut, wer hat denn eigentlich schon entkriminalisiert, das sind ja einige, und welches Land hat Regierungen, die uns nahestehen, dann gibt es auf jeden Fall Hoffnung, dass wir auch ein Schengen-Abkommen ändern können, wenn wir uns für den Weg entscheiden. Egal wie es am Ende ausgeht, eine Sache ist jetzt schon klar: Bis das alles durch ist, wird es noch ganz schön lange dauern. Aber was heißt das denn jetzt? Wann kommt sie denn jetzt wirklich, die Legalisierung? Wann kann ich als volljährige Person in Deutschland in einen lizenzierten Laden gehen und Cannabis kaufen? Bisher ist nämlich eigentlich nur klar, dass es höchstwahrscheinlich nicht hinhauen wird, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können. Um ganz ehrlich zu sein, eigentlich ist die Frage eher, wird die Legalisierung überhaupt kommen? Da haben nämlich noch ein paar mehr ein Wörtchen mitzureden, und das liegt dann schon gar nicht mehr in der Hand der Bundesregierung, sondern in der Bundesländer. Und das ist Hürde Nummer 3. SPD-Politikerin Carmen Wegge hat mir gesagt, sie hofft, dass der Bundestag das Gesetz im nächsten Sommer verabschiedet, also genau in einem Jahr. Der Knackpunkt ist, selbst dann ist Cannabis voraussichtlich noch nicht legal. Weil das Gesetz auch die Bundesländer stark betrifft, muss danach noch der Bundesrat darüber entscheiden. Und das kann auch ein riesiges Problem werden. Die Ampelparteien haben da nämlich keine Mehrheit. Also ich möchte nicht verhehlen, dass es auch an den Ländern scheitern könnte. Man braucht im Bundesrat 35 Stimmen, um eine Zustimmung zu bekommen. Aktuell haben die Länder, wo nur die Ampelparteien regieren, 24 Stimmen. Also da merkt man schon, das ist deutlich zu wenig. Dass die CDU bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen so abgeräumt hat, spielt der Ampel da natürlich überhaupt nicht in die Karten. Vor allem heißt das, das Gesetz, das die Ampel gerade erarbeitet, muss also nicht nur irgendwie riesige Probleme mit dem internationalen Recht aus dem Weg räumen, sondern auch gleichzeitig noch eine ganze Stange KritikerInnen überzeugen. Eine ganz schöne Herausforderung, oder? Genau. Aber okay, nehmen wir mal an, das klappt. Nehmen wir an, das Gesetz wird nächstes Jahr im Bundestag verabschiedet. Die Vereinten Nationen werden überzeugt, die EU macht mit und auch der Bundesrat lässt sich breitschlagen, und Ende 2023 gibt es endlich grünes Licht. Dann heißt es endlich Long Papes raus, ab in den nächsten Store, und wie, es gibt kein Gras im Sortiment. Ja klar, das Zeug wächst nicht von heute auf morgen. Und das ist die letzte große Hürde. Bis das Gras trotz Legalisierung endlich in den Läden liegt, kann es noch richtig lange dauern. Wie lange, das kann man vielleicht erahnen, wenn wir uns das Gras anschauen, das es schon auf dem Markt gibt. Nämlich Gras als Arzneimittel. Seit 2017 ist medizinisches Gras in Deutschland legal. Seitdem konnten sich Firmen auf Lizenzen bewerben, mit denen sie Cannabis anbauen dürfen. 2 Jahre später wurden die Lizenzen vergeben, und erst letztes Jahr konnte dann das erste Mal Gras von diesen Firmen verkauft werden. Insgesamt hat der Prozess also gut 4 Jahre gedauert. Ich habe für die Recherche hier mit einer Person gequatscht, die Einblicke in die Produktion von medizinischem Cannabis hat. Ihren Namen und ihren Arbeitgeber darf ich euch nicht verraten. Sie hat mir aber erzählt, selbst wenn die Bundesregierung die Lizenzen zum Anbau von Cannabis schon direkt mit dem Gesetz zur Legalisierung vergeben würde, würde es wohl noch mindestens 1,5 Jahre dauern, bis die Unternehmen Gras an die Geschäfte ausliefern könnten. Nochmal 1,5 Jahre. Glaubt man der Quelle, braucht es für die Legalisierung also mehr als nur ein Gesetz, sondern auch entsprechend mehr Zeit. Und auch daran muss die Bundesregierung denken. Fazit: Es tut mir mega leid, euch das sagen zu müssen, aber wenn wir über die Legalisierung reden, dann geht es gerade eher nicht darum, wann sie kommt, sondern eher darum, ob sie überhaupt kommt. Bisher sind einfach noch total viele Fragen offen. Und nicht bei allen hat die Bundesregierung die Fäden selbst in der Hand. Sie kann zum Beispiel nicht beeinflussen, wie der Bundesrat abstimmt. Da stehen die Zeichen nach den Wahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen eher schlecht. Die Ampel kann aber zum Beispiel auch nicht einfach das EU-Recht ändern. Klar, das sind alles Dinge, die sich theoretisch lösen lassen.
Dafür muss die Bundesregierung in meinen Augen aber ein bisschen mehr liefern. Dass der Drogenbeauftragte mit über 200 Leuten gesprochen hat, ist für das Gesetz total wichtig. Und jetzt schon deutlich mehr, als in den ganzen letzten Jahren passiert ist. Dafür, dass Buschmann, Lindner, Özdemir und Co. in den letzten Wochen aber so viel Wirbel gemacht haben, ist für meinen Geschmack aber einfach zu viel liegen geblieben. Ich finde es zum Beispiel ganz schön fragwürdig, dass Marco Buschmann im Bundestag eine Legalisierung für 2023 als Ziel ausgibt. Die Bundesregierung konnte mir nämlich gleichzeitig nicht beantworten, warum sie dafür nicht rechtzeitig aus dem UN-Abkommen ausgetreten ist. Das schließt nämlich einfach mal eine Legalisierung aus, wenn Deutschland nicht gegen Völkerrecht verstoßen will. Insgesamt sind also echt noch einige Fragen offen und bis die alle geklärt sind, wird es noch ganz schön lange dauern. Aber jetzt zu euch, was ist euer Take zur Legalisierung? Glaubt ihr noch dran? Und brauchen wir die überhaupt? Schreibt es mir in die Kommentare. Mein persönliches Ziel für 2023 ist, dass das komplette Internet diesen Button klickt, direkt abonnieren. Hier haben wir gecheckt, wie die Alkohollobby die Politik manipuliert und hier hat Reporter 2 Typen begleitet, die legales Hanf anbauen wollen.